Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein spannendes Unternehmen mit. Dieses Mal aus Israel. Die Zahlen sind äußerst gut. Hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, dass durch den Krieg in Israel und im Gazastreifen die Unternehmen aus dieser Region abgestraft wurden. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Sehen wir uns zunächst einmal das Geschäftsmodell bzw. das Unternehmen selbst an. Magic Software ist ein globaler Anbieter von proprietären Softwarelösungen für die Applikationsentwicklung und Geschäftsprozessintegration. Mit über 35 Jahren Erfahrung hat Magic Software seine Position als globaler Softwareanbieter gefestigt. Sie sind in 24 Regionen Niederlassungen mit Millionen von Installationen weltweit präsent und unterhält wichtige strategische Partnerschaften mit globalen Marktführern wie IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce und SAP. Magic Software setzt in verschiedenen Bereichen sehr stark auf KI. Ihre Produkte wie Magic XPI, eine Integrationsplattform, oder Magic Factory Eye oder Magic XPA Load-Code-Plattformen nutzen KI, um Geschäftsprozesse zu automatisieren, optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dieses Unternehmen hat durch ihre jahrelange Erfahrung starke Kundenpositionen aufgebaut und gute Partnerschaften in großen Technologieunternehmen, wie vorhin bereits erwähnt. Wie bei jedem Unternehmen gibt es auch bei Magic Software Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen könnte die rasante Entwicklung und der Wettbewerb im Bereich der KI sein. Mit immer mehr Unternehmen, die in diesen Bereich einsteigen, muss Magic Software ständig innovativ bleiben und ihre Produkte weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Problem in diesem Punkt ist natürlich, wie viel Investitionskapital in diesem Bereich möglich ist. Aber gut, sehen wir uns zunächst die Zahlen an und können einen groben Überblick über die Situation gewinnen. Das Unternehmen Magic Software hat eine Marktkapitalisierung von 506 Millionen US-Dollar, einen Umsatz von in etwa 556 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von in etwa 38 Millionen US-Dollar. Das führt uns zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von in etwa 13, was in diesem Bereich relativ günstig ist. Betrachtet man jedoch den Ausblick, erkennt man, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis steigt. Grund hierfür kann natürlich der Krieg in diesem Gebiet sein, was zu Einbußen im Geschäftsbereich in den kommenden Monaten führen kann. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach der Impact, der durch den Krieg verursacht worden ist, nur temporär und total übertrieben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit 0,9 auch relativ günstig. Aber auch hier verschlechtert sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf 1, was einen Rückgang von etwa 12% bedeutet. Obwohl dieses Unternehmen sich in einem Krisengebiet befindet, ist die Volatilität im Vergleich zur Industrie nicht signifikant höher, was ein gutes Zeichen ist. Vergleicht man das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnissen der industrieüblichen Unternehmen, erkennt man auch sofort, dass dieses Unternehmen tatsächlich sehr günstig bewertet ist. Mit einem aktuellen Preis um die $10 ist dieses Unternehmen mit über 70% unterbewertet. Zumindestens, wenn man das Unternehmen nach der Discounted Cashflow Methode bewertet. Der faire Wert würde insofern in etwa bei 43 liegen. Damit liegt auch das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis weit über dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis, was wiederum eine Unterbewertung dieses Unternehmens zeigt. Sehen wir uns nun kurz den Gewinn und den Umsatz der letzten paar Jahre bzw. der nächsten paar Jahre an. Man erkennt sofort, dass Kurs und Gewinn in den letzten Jahren gestiegen sind und nach Beginn des Krieges sowohl Gewinn als auch Umsatz abnimmt etwas. Damit denke ich, in dem Moment, wo dieser Krieg beendet wird, könnte das Unternehmen richtig durchstarten. Betrachten wir nun kurz den Überblick über den Umsatz und wie der in dem Unternehmen gehandhabt wird. Der Umsatz in diesem Unternehmen ist in etwa bei 556 Millionen US-Dollar.
Dabei fallen Kosten in etwa von $400 Millionen an. Der Gross Profit liegt bei 157 Millionen, was eine Gross Margin von in etwa 28,36% bringt. Das bedeutet, so profitabel ist das Unternehmen im Grunde genommen. Die Nettoprofitabilität beträgt jedoch 6,8%. Diese Profitabilität ist auch nicht so schlecht, wobei es in diesem Bereich natürlich wesentlich bessere Werte gibt. Betrachten wir nun, wie der Umsatz im Unternehmen verbraucht wird, beziehungsweise was mit diesem Umsatz geschieht. Man erkennt, dass ein großer Teil die Kosten decken und ein anderer Teil wird in Entwicklung und Marketing gesteckt. Dabei erkennt man, dass die Entwicklungskosten über die Jahre am Ansteigen sind und auch der Gewinn am Ansteigen ist. Sehe ich mir jetzt nun die Gewinn- und Umsatzentwicklung aus den letzten Jahren an, erkenne ich ganz klar einen starken steigenden Trend. Dieser Trend kann sich meiner Meinung nach dem Krieg genauso fortsetzen, was das Unternehmen nur umso profitabler und umso interessanter macht. Vergleicht man die Gewinnentwicklung und die Umsatzentwicklung aus den letzten 5 Jahren mit dem Forecast des nächsten Jahres, erkennt man, dass das Unternehmen von einer zweistelligen Steigerungsrate auf eine negative Steigerungsrate fällt. Dies ist meiner Meinung nach nur dem Krieg zu schulden. Man sieht sofort, dass dieses Unternehmen stärker als Industrie und Markt gestiegen ist in einem normalen Umfeld. Ich gehe stark davon aus, dass in dem Moment, wo dieser Krieg beendet wird, auch diese Steigerungsraten in diesem Unternehmen zurückkehren werden. Darum finde ich dieses Unternehmen auch besonders spannend. Sehe ich mir jetzt kurz die Schulden dieses Unternehmen an, kann man sofort feststellen, dass sowohl die kurzlaufenden als auch die langlaufenden Schulden ausreichend gedeckt sind, was wiederum positiv für dieses Unternehmen ist. Zusätzlich zu den Steigerungsraten, die erwartet sind, bietet dieses Unternehmen eine Dividende, die beinahe in den letzten Jahren immer gestiegen ist. Das nur sozusagen als Kirsche auf der Sahne. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dieses Unternehmen ist sehr gut im Bereich der IT positioniert. Es hat namhafte Partner und ist im Bereich der KI gut aufgestellt. Der negative Punkt ist der Einfluss oder die politische Situation in dem Gebiet, in dem dieses Unternehmen ihren Hauptsitz hat. Ich denke jedoch, dass sich dieses Umfeld in naher Zukunft ändern wird, was zu einer unglaublichen Entwicklung dieses Unternehmens beziehungsweise ein unglaubliches Nachholpotenzial dieses Unternehmens birgt. Meine Strategie bei diesem Unternehmen wird sein, langsam eine kleine Tranche zu etablieren und gegebenenfalls diese etwas zu erhöhen. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr bis hier dabei wart, würde ich mich um ein Abo und die Glocke freuen. Natürlich bin ich über eure Kommentare immer sehr gespannt. Wenn ihr ein interessantes Unternehmen habt, würde ich mir das gerne anschauen. Vielen Dank.